Leute, da bin ich wieder. Im ersten Video habe ich euch gezeigt, wie ich diesen Holzbalken so hergerichtet habe, damit er alt, abgenutzt und verwittert aussieht. Den Link für das erste Video stelle ich oben rechts in die Info ein. Am Anfang des Videos konntet ihr sehen, dass der Balken in mehrere Stücke geschnitten ist und von innen leuchtet. Im Inneren habe ich dieses Acrylrohr verbaut und wie das funktioniert, könnt ihr jetzt gleich sehen. Der Balken ist ca. 40 cm lang. Der Standfuß und der Deckel werden je eine Höhe von ca. 10 cm haben und werden jetzt erstmal abgeschnitten. Ja, das ist jetzt der Standfuß und das der Deckel oben drauf. Das Stück, das in der Mitte, das wird jetzt in Stücke geschnitten. Ich habe mir einen Anschlag an der Kappsäge gebaut, damit ich genau 15 mm breite Streifen aus dem Mittelteil des Blockes herausschneiden kann. Es ist sehr wichtig, dass die Streifen alle die gleiche Breite haben, sonst sieht die Lampe später optisch nicht schön aus. Ja, und so sieht nun der erste herausgeschnittene Streifen aus. Ist ganz gut geworden. Ich habe mich für 7 Streifen entschieden. Und das wird auch ungefähr der Abstand zwischen den einzelnen Streifen sein. Um die Beleuchtung nun in den Balken zu bekommen, müssen erst die Löcher gebohrt werden. Das Acrylrohr hat einen 40 mm Durchmesser. Deshalb habe ich einen 41 mm Forstner-Bohrer genommen. Auch hier benutze ich einen Anschlag, um die Löcher an allen Streifen an derselben Stelle zu bohren. Das ist extrem wichtig. Übrigens werden alle benutzten Maschinen und Materialien in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, die 7 Löcher für die Streifen sind gebohrt. Jetzt kommt noch der Fuß und der Deckel der Lampe dran. Hier wird natürlich auch mit dem Anschlag gearbeitet. Jedoch muss das Bohrloch eine Tiefe von ca. 4,5 cm haben, um dem Acrylrohr genug Halt geben zu können. Seitlich wird noch ein Loch für das Kabel der LED-Lichterkette gebohrt. Ja, in den Deckel der Lampe bohrt ihr natürlich auch noch so ein Loch und dann sind auch die ganzen Löcher für die Lampe fertig gebohrt. Sieht schon ganz cool aus, oder? Das Acrylrohr habe ich auf die benötigte Länge schon vorgeschnitten. Ich habe mich für eine LED-Lichterkette entschieden. Die hat ein schönes Warmlicht. Das reinzubekommen ist schon eine Friemelarbeit. Ihr könnt natürlich auch LED-Streifen benutzen oder bunte LED-Streifen oder was auch immer. Jetzt erklärt sich auch, warum ich einen 41 mm Durchmesser Forstner Bohrer benutzt habe. Das Acrylrohr passt gerade so durch die einzelnen Löcher der Streifen. Um das Rohr mit dem Lampenfuß und den einzelnen Streifen zu verkleben,
habe ich 2K Epoxidkleber benutzt. Den Kleber anrühren, rundherum aufs Rohr auftragen und ja, dann vorsichtig den Fuß oder das Rohr in den Fuß schieben. Das gleiche macht ihr jetzt mit den restlichen 7 Streifen und dem Deckel der Lampe. Als Abstandshalter habe ich jeweils 1 cm breite Holzstücke links und rechts dazwischen geklemmt. Das Dänischöl verschafft der Struktur noch ein schöneres Aussehen und versiegelt gleichzeitig das Holz. Sehr cool, oder? Ich bin begeistert vom Aussehen. Um Kratzer auf Tischen zu vermeiden, spendiere ich der Lampe noch solche Filzgleiter. Ja, das war's auch schon. Ich finde, die Lampe ist sehr schön geworden. Ein absolutes Unikat und ein Blickfang in jedem Raum. Ich hoffe, das Video und die Lampe haben euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Danke!